Manchmal, wenn es sich richtig anfühlt, muss man einfach zugreifen. Wir haben einen Hof an einem See in den Bergen in Norwegen gekauft. Es gibt noch ein paar ungeklärte Dinge, daher ziehe ich erstmal alleine um. Siehe dazu mein letztes Video. Wir haben ein paar Sachen gepackt, die ich benötigen werde. Ich habe mich von den Pferden verabschiedet und dann sind wir aus dem Süden Schwedens gen Norden gefahren. In ein neues Leben, einen neuen Lebensabschnitt mit vielen Unsicherheiten. Denn manchmal, wenn es sich nun einmal richtig anfühlt, muss man einfach zugreifen. Auch wenn es dich vielleicht ängstigt, neu anzufangen. Auch wenn es viel zu verlieren gibt und es viele lose Enden und Fragen gibt. Ja, man kann verlieren. Es kann angsteinflößend sein. Und es kann sich zeigen, dass es eine falsche Entscheidung war. Aber das weiß man nicht, bevor man es nicht probiert hat. Wir leben unsere Träume, anstatt sie zu jagen. Begleite mich auf meiner Reise in ein neues Leben, in das neue Abenteuer, einen alten, verschlafenen Hof neues Leben einzuhauchen und ihn in einen Selbstversorgerhof zu verwandeln, nach und nach. Die Menschen sehen dich an, als wärst du verrückt, wenn du ins eiskalte Wasser springst, anstatt alles vorher ins kleinste Detail zu planen. Sie sahen uns so an, als wir heirateten und nach Schweden auswanderten. Mein Mann hat mir nach nur einem Monat einen Antrag gemacht. 3 Monate später waren wir verheiratet und 6 Monate später haben wir alles hinter uns gelassen und sind nach Schweden ausgewandert. Wir haben es viel zu hören bekommen. So früh zu heiraten und zusammen auszuwandern ist verrückt und zum Scheitern verurteilt. Meine Antwort: Man erhält niemals eine Garantie, wenn es um Partnerschaft geht. Manche sind seit Jahren zusammen, heiraten dann und sind ein Jahr später wieder geschieden. Wir sind seit 22 Jahren glücklich verheiratet. Es fühlte sich damals richtig an und das tut es auch heute noch. Und es war eine gute Entscheidung, nach Schweden zu gehen. Wir waren dort glücklich. Doch die Bedingungen änderten sich. Ich wurde krank. Ich benötige einen Ort, an dem es so giftfrei wie möglich ist. Und unser perfekter kleiner Hof in Schweden war plötzlich nicht mehr perfekt. Für mich. Wegen der naheliegenden Autobahn. Wir haben viele Jahre nach einem besseren Platz gesucht. Einen besseren Ort, den wir uns leisten können. Was nicht so einfach war, denn unser Hof in Schweden ist wundervoll. Doch nun haben wir einen Hof gefunden, in Norwegen. Und wir haben nicht so viel nachgedacht, wir haben einfach zugegriffen, denn es fühlte sich richtig an. Und ich höre sie schon wieder. Aber euer Hof ist doch so schön. Und ihr habt so viel Arbeit und Geld reingesteckt. Und wieder ein neues Land, das wird schwierig. Arbeit, Geld, Bürokratie, den Hof renovieren, einen neuen Selbstversorgerhof daraus machen und neue Leute kennenlernen. Es wird sich finden, irgendwie. Und wenn nicht, dann können wir sagen, dass wir es versucht haben, den Traum zu leben, anstatt ihn nur zu träumen.
Unser neuer Hof. Seht euch diese Aussicht an. Die Ruhe und der Frieden in diesem alten Tal. Natur pur. Hier kann sowohl die Seele als auch der Körper heilen. Ich atme die frische Luft ein und es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen. Unsere Reise beginnt. Ich hoffe, ihr werdet ein Teil dieses Abenteuers sein. Geht das alles schon? Das Bett ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich muss ordentlich mal hinsetzen. Der nächste Morgen im neuen Zuhause. Ich konnte es nicht abwarten und habe sofort ein paar Flächen sauber gewischt und einige Schränke ausgeschrubbt. Und ich habe das Küchenfenster von innen geputzt, damit ich den Ausblick auch genießen kann. Es ist von außen noch schmutzig, aber man bekommt einen ersten Eindruck. Und dann gab es Frühstück auf der Veranda mit einem Ausblick, den man schöner schwer finden wird. Wir wollen so schnell wie möglich die Selbstversorgung in Gange schieben. Daher war Pflügen einer der ersten Dinge, die wir hier gemacht haben. Da wir selber hier noch keinen Traktor und keine Maschinen haben, erhielten wir Hilfe von super netten Nachbarn, die mit Traktor und Pflug ankamen und uns einen Kartoffelacker und einen Gemüseacker gepflügt haben. Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen hier im Tal hat uns überrascht und beeindruckt. Wir sind sehr dankbar für die schnelle Hilfe, die wir erhalten haben. Nun können wir sofort loslegen. Das Rauschen, was man hört, sind die Wasserfälle. Es gibt kein einziges Auto, es fährt nichts, keine anderen Geräusche. Nur die Vögel und die Wasserfälle. Hier direkt hinterm Haus und der Scheune geht es bergauf, richtig bergauf. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig sieht beim Video. Aber es ist echt steil. Mal sehen, ob die Ponys damit klarkommen, wenn die dann hierher ziehen. Das ist jetzt hinter der Scheune. Hier ist es etwas flacher, also es ist immer noch steil, aber etwas flacher. Es ist nun mal in den Bergen, da geht es bergauf und bergab. Das wird mein Gemüsegarten. Und im Hintergrund die Berge, schneebedeckt. Es ist so wunderschön. Hinter dem Haus, der kleine Schuppen, das wird der Pferdestall, wenn es dann soweit ist. Und da steht mein Spargel und ich
Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde da oben ein Spargelbeet anlegen. Da ist Sonne von morgens bis, ich vermute, abends. Ich hoffe. Ich muss mir das noch angucken. Das ist unterhalb, also vorne vorm Haus. Da unten werde ich dieses Jahr meinen Kartoffelacker haben. Und dann die Wasserfälle mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Das ist dann der Hof von hier aus, die Scheune und dahinter das Haus. Ich liebe diesen Hof und dieses wunderschöne Tal jetzt schon. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass sich alles fügen wird. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.